So, nächster Stop auf unserer Route. Wir gehen jetzt zu einem Target. Wir waren ja schon mit euch in einem Target, aber das ist ein riesen Ding hier. Und wir wollen wieder was einkaufen. Was uns aber auffällt, und das ist jedes Mal, das war auch eben gerade beim Walmart Parkplatz, auch hier beim Parkplatz, die Leute lassen hier ihren Einkaufswagen einfach mitten neben den Autos, auf dem Parkplatz, neben dem Parkplatz, keine Ahnung, einfach stehen. Scheißegal, die sind einfach zu faul, das 20 Meter weiter nach dem jeweiligen Platz zu bringen. Also ja, es gibt jemanden, der das dafür einsammelt, etc. Ist ja cool. Aber egal. Direkt neben unserem Auto ist genau dieser Vorfall gerade passiert. Sie steigt hier ein und lässt den Einkaufswagen einfach da. So, wir sind jetzt im Target. Ich drehe mal die Kamera und dann seht ihr, wie groß das hier ist. Das ist mega groß. Wir haben hier sogar einen Pizza Hut. Da. Und? Na klar. Auch ein Starbucks. Eine riesen Auswahl. Oh, schöne Blumen. Riesen Auswahl auch hier. Gemüse, Obst. Ganz viele Fertigprodukte. Und wieder Brot. Hier gibt es eine riesen Auswahl an Gemüse in Dosen, Obst, Gemüse, alles. Gurken, ist dort Olivensuppe. Das, was wir, glaube ich, eine geilere Auswahl haben, sind Marmeladen. Ihr kennt ja vielleicht die Schwartauer Marmelade, die ja richtig bekannt ist. Aber hier haben wir nur so eine kleine Auswahl. Schaut mal hier. Das. Ich glaube, bei uns gibt es ein bisschen mehr. Also damit ihr mal einen Vergleich bekommt, was das hier so alles kostet. Also kleine Tomaten zum Beispiel kosten $2,39. Da kommen jetzt noch Tax oben drauf. Ja. Der ist schon kaputt. Aber ich glaube, wir nehmen die hier. Ne, wir nehmen die. Die sehen gut aus. Oder jetzt auch zum Beispiel mal Salat. Ich glaube, bei uns bekommst du so einen Eisbergsalat, bekommst du für 89 Cent. Hier kostet der $1,99. Die Firma Campbell's ist ja bekannt und die haben ja eine riesen Auswahl an unterschiedlichen Dosen. Schaut mal her. Cream of Chicken, Pilzsuppe, also eine Creme-Pilzsuppe, denke ich mal. Tomaten und dann gibt es hier ganz vorne Chicken Nudeln. Oh Mann, ey. Alles Fertigprodukte, eine riesen Auswahl. Schaut mal her. Dann Mac and Cheese gibt es natürlich hier auch eine riesen Auswahl, so wie im Walmart. In dem anderen Video, was wir euch gezeigt haben. Gewürze. Das kennt ihr sicherlich auch, oder? Es gibt hier, es gab es in Deutschland, glaube ich, schon mal einzukaufen. Oder gibt es nicht? Ich weiß nicht. Das tut man auf jeden Fall in Toaster. Pasta gibt es hier auch eine riesen Auswahl. Natürlich gibt es Barilla, sehr gut. Aber auch fertige Pasta anscheinend. Nee, das ist nur so ein Bild. Okay, alles klar. Das ist der erste Preis, den ich unter $1 sehe. Also grundsätzlich. Und natürlich gibt es eine riesen Auswahl an Schminke für die Frauen. Was kostet das schon wieder? Ich weiß einfach später noch, dass ich Gepäck dazu kaufen muss. Oder British Airways, macht mal Auge zu. Beim 5 Kilo mehr, okay? Die Marke kennt ja jeder von euch. Hier 11. Ich habe die schon mal bei Rossmann gesehen. Mhm. Aber hier gibt es noch mehr. Also die Frauen hier, ey, ohne Scheiß. Ne? Das finde ich gut. Aber das sagst du, das gibt es nicht für uns? Na gut, also ich brauche keine Schminke. Ich lasse sie mal da und ich gucke mal weiter, was es neu gibt. Ich nehme euch mal mit, was es jetzt hier noch so weiteres gibt. Schminke lasse ich mal weg. Riesen Auswahl an Kaffee, wie immer. Starbucks ist hier sehr, sehr präsent, klar. Von euch kennt die Cheerios. Und natürlich gibt es hier eine riesen Auswahl an Kellogg's. Nochmal Pop-Tarts. Die sehen ganz cool aus. Müsli. So. Weißbrot natürlich auch nicht zu vergessen. Chips gibt es natürlich auch eine riesen Auswahl. Popcorn. Alles, was du haben willst. Riesen Auswahl an Kaugummis. Das ist Schokolade anscheinend. Wir haben ja gerade so ein paar Jugendliche mitbekommen, die treffen sich hier, also so deren Place to be, shoppen zu gehen und tauschen sich aus, was sie auf YouTube gesehen haben, um das dann einzukaufen. Also das ist so deren Treffpunkt hier. So, nochmal Süßigkeiten. Die müssen schon cool werden. Heftig. So, Cola gibt es ja auch en masse. Riegel. Ein ganzes Regal voller Riegel. Schaut euch das mal an. Okay, das ist Capri Sun. Kennt jeder von euch? Die sehen nur ein bisschen geiler aus, finde ich.
Logo anders. Und gibt es nicht noch mehr Auswahl? Auch cool. Was haben wir hier? Achso, das habe ich schon gesehen. Das gab es bei uns auch in Deutschland jetzt. Ist auch relativ neu. Bubble Tea, ich glaube, das kannst du bei uns mittlerweile auch kaufen, oder? So was hier. Das, was ich am krassesten finde, ist einfach, dass du hier eine riesen Verpackung bekommst. Schaut mal hier. Ist das nicht mega? Oder auch das hier. Einfach ein Megapack. Oder hier. Okay, Tiefkühlpizza ist, glaube ich, bei uns auch sehr, sehr beliebt. Aber hier gibt es einfach ein ganzes Regal. Achtung. Und was für eine Auswahl es teilweise auch gibt. Okay, hier fangen jetzt langsam an. Burger. Natürlich darf zu einem Filmeabend Ben & Jerry's nicht fehlen. Auch eine riesen Auswahl. Kurze Frage an euch. Mögt ihr eher Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wer kennt diese typischen amerikanischen Orangensäfte bitte nicht? Heftig. Oha. Ja, natürlich darf Starbucks nicht fehlen. Aber ich glaube, da kommst du günstiger weg, als würdest du jeden Tag einen Starbucks holen. Und wenn du keinen Starbucks-Becher in der Hand hast mit deinem MacBook, bist du halt out. So, hier kannst du alles kaufen. Alles, was du brauchst. Möbel, Vasen, Möbel. Also wie gesagt, du kannst hier echt alles kaufen. Selbst Lampen. Lampen kannst du auch kaufen. Bilderrahmen, Riesenauswahl. So, und jetzt gehst du in die Shoppingabteilung für Kleidung. Also ist zwar jetzt nicht unsere Mode, aber wenn du was brauchst, egal was, gehst du einmal hier hin, bekommst du alles, was du brauchst. Also wirklich alles. Es ist krank. Es ist wirklich krank. So groß. Heftig. Da ist er. 2025. Let's go. Denk ja nur ans Gewicht, ne? Also so by the way. Ich denke ja nur ans Gewicht. Mehr nicht. Wie gesagt, wenn das in den Rucksack reinpasst und die das da reinsteckt, dann darf sie das mitnehmen. Oh oh. Also hat schon wieder was entdeckt. Was hast du schon wieder entdeckt? Schuhe bekommst du hier auch. Das ist zwar nicht unsere Mode, aber Valentinstag. Alles nur Valentinstag. Räder kannst du hier auch kaufen. Was für Kleines für Kinder. Lass bitte nach Hause. Spielzeuge, Schwimmwesten. Phonik darf natürlich auch nicht fehlen. Also hier gibt es wirklich, also ich wundere mich wirklich nicht, dass die Amerikaner hier Stunden verbringen. Wirklich Stunden. Du kannst ja alles bekommen, egal was du willst. Du gehst zur nächsten Abteilung, kaufst du das, was du brauchst. Gehst dann zur nächsten, kaufst du das. Hammer. iPhone kannst du ja auch kaufen. Was willst du mehr? Ehrlich gesagt, was willst du mehr? Bücher gibt es hier natürlich auch. Das ist eine Giftcard, da fahren wir morgen hin. Das war Target. Also ich will jetzt nicht sagen, wie viel wir ausgegeben haben, aber wir haben über $100 ausgegeben für 2,5 Tüten. Egal. Ich hoffe, euch hat ein kleiner Einblick in die Target-Welt hier in Amerika gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.